Herzlich willkommen bei AAS24, eurem Kanal für den Sound im Auto. Und heute geht es um den Fiat Ducato, Citroën Jumper und den Renault Boxer. Egal ob als Wohnmobil oder als Transporter, ist wurscht. Wir zeigen euch heute ein mega geiles Multimedia-Gerät von Alpine, sogar mit Schwenkmechanismus auf eurem Wunsch, der natürlich mit allen Funktionen ausgestattet ist. Wir bauen jetzt in diesem Video das Gerät komplett ein, damit ihr das alles super selber machen könnt. Und es gibt natürlich noch ein Video über die Frontlautsprecher zum Austauschen und ein Ergänzungsvideo, um die Rückfahrkamera auch an diesem Gerät anzuschließen und zu ergänzen. So Leute, das ist es, euer neues Alpine X903D DU2 mit schwenkbarem Mechanismus. Das schaut jetzt zugegebenermaßen schon ein wenig wild aus, würde ich sagen. Aber es ist auch im Lieferumfang eine bebilderte Anleitung drin, wo alles genau beschrieben wird, wie was zusammengebaut werden muss. Aber das braucht ihr jetzt gar nicht mehr, weil ihr habt ja mich und wir bauen jetzt zusammen das ganze Ding hier mal zusammen, bevor es ins Fahrzeug reinkommt, weil das meiste könnt ihr direkt an der Werkbank machen und es ist auch gar nicht so kompliziert, wie es vielleicht im ersten Moment ausschaut, wenn man weiß, wie es geht. Und damit fangen wir jetzt an. Was wir jetzt erstmal nicht brauchen, das ist das USB-Kabel, das bauen wir nachher im Fahrzeug ein. Eine GPS-Antenne, die können wir jetzt auch erstmal wegtun, die bauen wir auch im Fahrzeug ein. Einen passenden Antennenadapter für die Adaption der Antenne auf hier drauf, auf unser neues Gerät. Hier ist auch im Lieferumfang noch ein Videoadapter dabei für eine externe Kamera, die nur Videoanschluss hat. Das können wir mal auf die Seite tun. Und den Kabelkit, den brauchen wir auch erst später. Und einen 9er Torx, den braucht er auch. Und weil ich mir ziemlich sicher bin, dass viele Haushalte das nicht daheim haben, mache ich euch das Angebot, wenn ihr das Gerät bei uns kauft, ist der natürlich inklusive, den liefern wir gleich mit, damit ihr beim Einbauen alles Werkzeug habt, was ihr braucht. Unsere schwenkbare Metallhalterung muss jetzt mal gefüttert werden mit den entsprechenden Kabeln. Und zwar einmal dieses Kabel, wo die Tasten später mal beinhaltet. Das heißt, das legen wir das mit dem grünen gleich mal Richtung Fahrerseite rüber und das auf die andere Seite. Dann haben wir das für die Ambientebeleuchtung. Das ist also ein einziger Kabelsatz hier. Dann haben wir unser Monitorverbindungskabel und nochmal ein Kabel, das ebenfalls an den Monitor geht. Und das Ganze machen wir jetzt in diese Kunststoffhalterung hier rein. Führen die Kabel alle durch und setzen das hier ein, dass das mal so ausschaut. Mit diesen 4 kleinen Schrauben und dem 9er Torx, und schon findet der Torx seinen Anwendungsbereich, können wir jetzt mal von hinten diese Kunststoffblende befestigen. Dieses Blech machen wir jetzt mit diesen Schrauben hier erstmal noch fest. Hier wird ein Kreuzschlitz verwendet. Jetzt kommen die 2 Kunststoffverkleidungen einmal unten rum dran. Können wir hier erstmal so arretieren und das Ganze von oben drauf, so rum, gehört es da dagegen und wird jetzt wieder mit den Schräubchen zusammengeschraubt. So, einmal auf den Kopf und jetzt noch hier jeweils eine Schraube rein. Jetzt können wir die Unterbauschale nehmen und nehmen die kleine Platine von unserer Ambientebeleuchtung und stecken die hier unten in die Führung rein. Jetzt können wir den Stecker hier von der Ambientebeleuchtung bereits anstecken und das Ganze hier anbringen. So. Jetzt können wir die 4 Schrauben hier ebenfalls fixieren. Ich mache die mal schnell hier so fest und dann können wir sie alle fest drehen.
Als nächstes brauchen wir unser Mikrofon und auch die Mikrofonhalterung, weil das Ganze, das wird jetzt hier integriert mit reingesteckt. So, einmal komplett durch, dass das genau so ausschaut. Mikro mit Halter kann jetzt hier positioniert werden und wird in diese entsprechenden Spalten hier eingepresst. Wer sein Mikrofon lieber auf der Beifahrerseite anschließen möchte, der hat hier die Möglichkeit, den Teil hier zu nehmen. Aber an für sich, glaube ich, ist sowieso hier die Fahrerseite für uns Deutschen oder Europäer eigentlich das Normale. Jetzt können wir das Mikrofonkabel hier entlang legen und da unten drin können wir das auch später verstauen. Und jetzt nehmen wir das Mikrofonsteckerchen und schieben es nochmal durch nach hinten rein. Und hinten können wir das Ganze auch nochmal mit dem Mikrofonstecker zusammen machen und hier auch liegen lassen. Das überschüssige Kabel, das können wir entweder jetzt hier in den Hohlspalt mit reinmachen, in den Hohlraum, oder wir ziehen es gleich so weit durch, dass es praktisch da hinten drin liegt. Dafür wäre auch Platz, aber hier an der Stelle interessiert es auch niemanden. Da kommt jetzt nur noch die Metallplatte oben drauf im nächsten Step. Jetzt können wir noch die Kabel für die Tastenleiste an der Seite gleich noch fixieren, aber achtet darauf, dass das nicht zu knapp oder zu großzügig gemacht wird hier das Ganze, weil wir müssen auf jeden Fall schauen, dass das Kabel, das ist das andere Endstück, 2 bis 3 Zentimeter über diese Kante drauf geht, weil sonst könnt ihr es nachher oben in der Einheit nochmal einstecken. Weil jetzt können wir diese Metallplatte hier über alles drüber machen und montieren. 1, 2, 3, 4 Kunststoffschrauben und 1, 2, 3, 4, 5, 6 metrischen Schrauben festmachen. Und jetzt noch die 4 Kunststoffschrauben mit dem 9er Torx außenrum, damit das Kunststoff hinten richtig fixiert ist. Voilà, jetzt sind wir schon fast fertig. Wir haben jetzt unseren Monitor und da machen wir jetzt die Schrauben rein an der Seite, 4 Stück, und machen die schon mal so rum rein, dass die fast ganz drin sind, weil die kommen jetzt am Blechrahmen festgeschraubt, festgeklemmt. Jetzt können wir die Kabel, die 2, hier bereits anstecken und den hier auch. Klick. Und das wird jetzt hier eingeführt und mit einer 6er Gabel zugedreht. So. Und schon können wir die Abdeckung mit dem Tastenblock einmal rechts anstecken und einmal links anstecken. Klick. Und die ganze Einheit hier unten erstmal einführen und nach oben klappen. Aber unten verriegelt die bereits schon. Und das Ganze muss jetzt hier so rein. Und von oben mit 2 Schrauben wieder fixiert werden. Mit den 2 beiliegenden Kunststoffkappen kann man jetzt diese Löcher noch verschließen, damit das zu ist. Wenn wir also jetzt so weit sind und die Kabel hier schön so reinsortiert haben, können wir jetzt das Grundmodul nehmen, also die elektronische Einheit, und mal so reinmachen, dass das L-Pine natürlich nach oben zeigt und hier oben einführen in diesen Schacht. So, wunderbar. Und das können wir jetzt an der Seite auch verschrauben. Und da ist ein kleiner Fehler in der Anleitung oder es sind die falschen Schrauben im Zubehör mit dabei, weil hier redet man davon, dass man Senkkopfschrauben nehmen soll. Die Senkkopfschrauben brauchen wir aber nachher noch für einen anderen Part und da liegen nur 2 Stück bei uns im Lieferumfang dabei. Und dafür nehmen wir jetzt die und ich habe es auch schon ausprobiert. Wir können hier problemlos diese Schrauben nehmen mit dem Linsenkopf und das festschrauben. Das sind die 2 Senkkopfschrauben mit dem genügend langen Gewinde, die nämlich an der Seite für die Montage im Fahrzeug benötigt werden. Und da heben wir uns die 2 mit dem Senkkopf auf. Jetzt können wir bereits anfangen, unsere Kabel hinten anzustecken. Das lassen wir mal so raushängen. Hier haben wir unser Monitorkabel. Einmal. Was haben wir hier noch? Die passen sowieso an, die sind alle kodiert. Man kann da gar nichts falsch einstecken. So, der gehört nicht da rein, sondern da rein. So. Und jetzt werden wir
soweit, dass wir im Fahrzeug weitermachen können. Im Fahrzeug müssen wir noch ein paar Handgriffe machen. Hier unten drunter versteckt sich das CAN-Bus-Kabel, das wir abgreifen müssen. Zeige ich euch gleich, wie es geht. Wir müssen die Lüftungsschächte hier an der Seite wegmontieren. Ist aber in Windeseile passiert. Und noch eine kleine Modifizierung im Radioschacht. Aber wir fangen jetzt hiermit an, das Cockpit hier oben dran immer wegzumachen. Unten sind 2 Schrauben drin. Und jetzt können wir das Ganze hier hochnehmen und entklippen. Das ist alles. Da unten sind nur 2 Clips drin, vorne was geschraubt. Jetzt finden wir hier hinten drin einen schwarzen Stecker mit so einem roten Bügel, den wir hier aushängen können. Und da müssen wir ran. Am besten wir machen den Kabelbinder hier weg, der die Kabel hier dran fixiert und hält. Hier kann man das Ganze jetzt ein bisschen unter Spannung halten, das Kabel. Und hier entriegeln. Einmal, zweimal und jetzt können wir das ganze Ding hier rausziehen. Und jetzt brauchen wir genau die 2 Kabel, das weiße und das blaue. Das ist von hier links gesehen, da steht auch eine 1 hier über dem Blau auf dem Kit drauf, aber es ist der 1., 2., 3., 4. und 5. Pin. Und die müssen wir rausmachen, indem wir die da unten entriegeln. Genau. So, den könnt ihr ein bisschen nach unten drücken. Da sieht man auch die Nase da unten dran, die eingedrückt werden muss. Jetzt, da haben wir ihn. Auf diese 2 entfernten Pins müssen wir jetzt diesen im Lieferumfang beiliegenden kleinen Kontaktstecker, also das Gehäuse, das so einführen, dass das blaue Kabel oben drin steckt. So, klick. Und das weiße Kabel unten. Und jetzt kann man das Ding hier verriegeln. Zack. Und jetzt haben wir eine Basis, auf die wir jetzt drauf adaptieren können. Wir haben nämlich in unserem Anschlusskit, den haben wir ja vorhin mal kurz auf die Seite gelegt, den brauchen wir jetzt. Hier auch so ein blau-weißes Kabel dran, das wir jetzt hier rüberlegen müssen und uns hier wieder drauf adaptieren. Das heißt, wir haben hier praktisch bloß einen Y-Abgriff gemacht, einen professionellen, und können uns die 2 Kabel hier abzwacken dazu. Und weil wir da jetzt ein Kabel durchlegen müssen, nehmen wir auch gleich unser GPS-Kabel und ziehen das auch gleich durch. Um Kabel problemlos vom Radioschacht hier rüberlegen zu können, machen wir den Lüftungsschacht raus und das funktioniert recht einfach mit unserem Entriegelungswerkzeug, indem man nur hier unten reinfährt. Nicht oberflächlich irgendwas machen, sondern tatsächlich nur hier Klick. So. Und das Ganze hier nur rausklippt. Und den oben entriegeln und unten kann man auch rausnehmen. Jetzt sehen wir hier schon das alte Mikrofonkabel, das geht nämlich bis daher. Dann können wir das ja auch gleich mal wegmachen, weil das brauchen wir jetzt nicht mehr. So, mit angeklebt, das müssen wir nachher noch reinigen und die paar Kleberreste wegmachen. Die GPS-Antenne gehört ja hier unten hin, die können wir hier problemlos installieren, mit einem doppelseitigen Klebeband fixieren oder mit dem Isolierband drüber fixieren. Und wir können jetzt das Kabel hier problemlos durchziehen in unseren Radioschacht rein und da die Kabel nochmal zusammenfassen. Und umgekehrt genauso unser CAN-Bus-Kabel, das nehmen wir jetzt hier rüber. So. Jetzt können wir das blaue Kabel hier wieder da einführen, wo es vorher drin war. Da war ja auch ein blaues Kabel. Klick und klick und bauen den Stecker wieder zusammen. Weil wir haben jetzt den Abgriff quasi. Ja, jetzt haben wir hier ein Stück Stecker, das mit dem wieder zusammenpasst. Und damit haben wir einen vernünftigen Abgriff gemacht. Und jetzt können wir den wieder einführen. Einklicken und alle Kabel hier mit dem Kabelbinder wieder festmachen. So, und jetzt können wir auch den Stecker da hinten wieder reinmachen, ganz auf, den Bügel ganz aufmachen, einstecken und Ende. Und jetzt können wir das Kabel und unsere GPS-Antenne mal festmachen. Bei der GPS-Antenne liegt auch diese kleine Metallplatte dabei. Da habe ich jetzt gerade die Klebeschicht schon entfernt. Die müssen wir drunter bauen, damit die Antenne wirklich einen richtig guten Empfang hat. Das klebt selber. Und jetzt können wir natürlich hier auch den Kleber frei machen und hier aufkleben. So, Ende. Können wir schon wieder alles zusammenbauen hier. Wo sind wir denn da jetzt? So, klick.
und wieder 2 Schrauben rein. Jetzt habe ich die ganze Zeit überlegt, wo wir den USB wohl am besten hin tun, weil der hat ja so eine tolle Halterung mit dabei. Aber ich bin auf eine andere Idee gekommen. Wir machen die ganze Halterung weg und hier drin ist so eine Klappe. Und in die Klappe machen wir das Ding rein. Und da versenken wir den drin. Und da können wir auch von dem Loch aus hier, können wir ganz problemlos in den Radioschacht hoch. Einmal vorbohren, mittig rein. Super. Und jetzt mit dem Stufenbohrer hoch. Auf 20 mm vorgebohrt können wir jetzt unseren USB direkt hier einstecken und ein bisschen ausrichten und das war's. Kabel durchziehen, da kann ich bis unten durchlangen und hier mein USB-Kabel jetzt hochziehen und den jetzt hier wieder reinklicken. Ende. Also Leute, kommen wir jetzt mal zum Thema Antennen. UKW interessiert die meisten jetzt gar nicht mehr so arg, weil jetzt gibt es ja schließlich DAB. Und wir hier in unserem Pössl haben eine UKW-Vorbereitung hier drin und hier hängt noch ein weiteres Kabel als FACRA-Anschluss mit rum. Das könnte ein DAB-Kabel sein. Ich habe es auch schon ausprobiert. Das ist ein ganz miserabler DAB-Empfang. Also es kann auch sein, dass das Kabel irgendwo im Nirvana endet. Jetzt haben wir natürlich ein paar Optionen. Ganz grundsätzlich kann natürlich ein anderer Hersteller oder ein anderes Baujahr ein anderes Kabel schon drin haben, das dann vielleicht tatsächlich funktioniert, weil derjenige die Antenne schon vorgerüstet hat für DAB. Wir können jetzt entweder mal grundsätzlich alle Kabel testen am Autoradio und schauen, hat das Ding Empfang, funktioniert DAB, ja oder nein. Wir können einen Splitter einbauen, das was wir hier in diesem Fahrzeug machen, einen Antennensplitter für das Erzeugen von einem DAB-Signal aus der UKW-Antenne. UKW-Antenne funktioniert prima in dem Auto und wir können jetzt hier drauf adaptieren. Und das ist jetzt unser 472602, das ist der Antennenadapter für Erzeugung eines, also hier ist unser neuer UKW-Anschluss und das ist der DAB-Anschluss. Wir haben jetzt praktisch unser UKW-Signal gesplittet und haben beides. Das Einzige, was wir jetzt hier noch brauchen, das Gerät braucht auch eine Stromversorgung und die finden wir an unserem Anschlussstecker. Hier, den stecken wir gleich an unserem Fahrzeug. Hängt auch schon ein Kabel raus, das heißt Remote. Und da können wir uns jetzt schon drauf adaptieren und haben damit das Ding mit Strom versorgt. Sobald unser Radio anschaltet, haben wir auch einen guten Antennenempfang. Und die dritte Möglichkeit, also das erste Mal ausprobieren, was habe ich überhaupt drin. Zweitens Splitter verwenden, wie wir jetzt hier im Fahrzeug. Die dritte Variante wäre dann, wir könnten auch eine Scheibenklebeantenne hier vorne an die Windschutzscheibe mit hinmachen, das Kabel hier in den Radioschacht legen, dann wären wir auch fertig. Jetzt haben wir aber die vierte Variante und die würde ich euch dann empfehlen, wenn ihr sagt, okay, ich mache jetzt sowieso alles neu, ich will alles 100% perfekt haben, der kann eine Antenne aufs Dach drauf machen mit einer speziellen Verlängerung. Wir haben da schon ein spezielles Video drüber gemacht. Da haue ich euch hier oben eine Infokarte mit rein, da findet ihr direkt dieses Video, wo wir eine perfekte Antennenversorgung fürs Fahrzeug bekommen. Das muss halt natürlich alles neu verlegt werden. Da gibt es aber auch einen Gewindeverlängerungsbolzen, der die Antenne richtig verlängert, weil wir haben in dem Fahrzeug ja immer Dämmung drin und die müssen wir erstmal überbrücken, ohne ein riesen Loch reinzumachen. Also müssen wir eine Verlängerung reinbauen. All das haben wir. Wenn ihr dazu noch Fragen habt zu dieser Antennenlösung und ihr seid euch nicht ganz sicher, dann ruft doch bei uns an auf der 08331 99 0300 oder schickt uns von unserer Webseite eine Sofortnachricht unter /Kontakt und wir kümmern uns um euch. Wir machen jetzt die Variante mit dem Antennensplitter weiter. Bei uns im Fahrzeug funktioniert der einwandfrei, das weiß ich jetzt schon. Wir haben im Fahrzeug ja einen ISO-Anschluss. Das ist das gute Stück. Da haben wir auch das passende Gegenstück dazu. Das heißt, wir schließen den jetzt einfach so an und haben die Stromversorgung bereits jetzt komplett erledigt. Hier mit unserem CAN-Bus-Abgriff haben wir alles, was wir vom Fahrzeug brauchen. Und wir können jetzt anfangen, schon mal die Kabel nach hinten rein zu verräumen, weil wir brauchen jetzt weiter nichts, außer wir würden jetzt noch eine Rückfahrkamera installieren. Aber darüber bringen wir ja noch mal ein Ergänzungsvideo und zeigen euch das dann da detailliert. Und jetzt haben wir alles drin. Wir haben unseren GPS-Anschluss, wir haben unsere
DAB und UKW-Antenne hier. Wir haben einen AUX-Anschluss hier, wer den noch verlängern mag mit einem Cinch-Kabel. Wir haben einen USB-Anschluss. Ja, und das war es eigentlich auch schon, was wir brauchen. Die Sachen schließen wir jetzt am Hauptgerät an und den Rest, den können wir hinten drin verstauen. Also ihr seht schon, da ist genügend Platz da, um das alles unterzubringen. Wir müssen jetzt im Fahrzeug auch noch die mechanischen Einbauteile installieren und dazu müssen wir jetzt im Radioschacht nochmal 4 Schrauben lösen. Und zwar die ganz offensichtlichen 4 Stück, die hier unten drinnen noch hängen. Unsere Halterung besteht aus 2 Teilen, weil sie an einem Stück gar nicht hier eingebaut werden kann. Wir fangen mit dem oberen Teil an. Das kann man hier fixieren und schon mal mit den 2 Schrauben wieder leicht befestigen. Das machen wir deswegen nur leicht fest, dass es mal da dran hängt, weil wir brauchen, um die 2 Teile miteinander zu verschrauben, ein bisschen Spiel oben und unten, damit wir die seitigen Löcher, die hier da dran, wo wir nachher jetzt gleich beschrauben müssen, auch richtig treffen können. So, und hier können wir jetzt den zweiten Teil integrieren. So gehört es her. Und jetzt können wir die unteren auch schon mal wieder reinmachen, nur zum Fixieren. Na, ihr könnt schon erahnen, wie das zum Schluss ausschaut. So, und jetzt müssen wir noch mit den kleinen Imbusschrauben die Teile von der Seite her befestigen. Ich zeige euch das mal an der Seite dran. Deswegen braucht man nämlich auch ein bisschen Spiel, um nachher genau das zu fixieren. Yeah, Nummer 1 ist drin und Nummer 2 noch da hinten. Yeah. Und jetzt schauen wir mal, können wir das mit dem hier? Ja, können wir. Und jetzt können wir das schon mal festziehen. Ne, das machen wir auch nur locker, dass wir auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel noch haben. Und erst wenn alle Schrauben drin sind, dann ziehen wir alle Schrauben auch richtig an. Schrauben sind jetzt alle drin und jetzt können wir alle auf fest anziehen, weil jetzt verrutscht nichts mehr. Da ist jetzt das gute Stück und das bauen wir jetzt ins Fahrzeug ein. Und an der Stelle muss ich mal sagen, das Ding ist dermaßen massiv gebaut. Also hier ist halt alles andere als lapprig. Aber wenn ich einen Wunsch äußern darf an Alpine, macht doch bitte alle Blechteile, die ihr macht, so die sind echt mega, die Dinger. Aber die danach nochmal bitte richtig entgraten, weil teilweise, gerade wenn man da drinnen was macht, das sind so scharfe Kanten und spitze Ecken, da kann man sich auch richtig wehtun drinnen. Aber okay, egal, jetzt geht's los, jetzt bauen wir alles zusammen. Wir haben einen Anschluss. Jetzt brauchen wir eigentlich bloß alles zusammenstecken. Alles, was zusammenpasst, stecken wir zusammen. UKW-Anschluss, DAB-Anschluss. Dann haben wir den Hauptanschluss, machen wir ganz zum Schluss. Da unten haben wir unseren CAN-Bus, den wir hier mit dem Kabel verbinden müssen. Dann haben wir einen USB einstecken. Was haben wir noch? Ein GPS-Signal. Hier irgendwo ist doch noch mal, genau da hängt noch so ein weißer Stecker rum. Und der weiße Stecker, der passt noch hier rein. Oder? Vertue ich mich? Halt andersrum. So rum gehört der. Zack. Und was fehlt noch? Unser Hauptanschlussstecker. Der gehört so rum rein. So. Das war's. Alle anderen Kabel, die brauchen wir jetzt nicht. Alles für das, was wir jetzt hier besprochen gehabt haben, brauchen wir das nicht. Das Gerät ist natürlich auch für manche Sachen erweiterbar, aber alle Erweiterungen lassen wir jetzt mal einfach außen vor, weil das Gerät kann jetzt eigentlich so ziemlich alles. So, das können wir alles jetzt da hinten drin verstauen und können das auf diese Schiene hier hinten reinrutschen. So. Und das muss jetzt das Eckige ins Eckige. So, gell? Na, wie schaut das aus? Na, flutscht doch rein. Ja, das schaut eigentlich schon gut aus. Na also, geht doch. Und drin. Schön hinterdrücken. Das war's. Jetzt müssen wir es noch an der Seite fixieren mit ein paar Schräubchen. So, jetzt noch überall rein. Jawohl. Und Klick. Auch hier drin
Ringsrum ist alles super bündig, schaut echt geil aus. Die 3 Schrauben machen wir da dran noch fest. Auf der Seite und natürlich auf der anderen Seite. Und dann bewegt sich das nirgendwo mehr hin. So. Und da unten noch eine rein. So. Und dann sind wir soweit. Dann gibt es jetzt einen Funktionscheck. Schlüssel umdrehen. Müsste das Gerät dann auch gleich, jawohl, da ist es ja schon. Und wenn wir jetzt hier Lenkradfernbedienung hätten, dann wäre jetzt natürlich auch das alles bereits angebunden. Das haben wir alles mit dem CAN-Bus abgefrühstückt. Und von der Version gibt es ja noch, also den X903DU ohne die 2 hinten dran. Das ist ja hier alles schwenkbar. Ist bei dem anderen dann nicht schwenkbar. Das ist dann auch, die Tasten sind hier unten dran. Ihr wisst es bestimmt schon. Und für das, was ich eigentlich sagen will, ist das, dass wir über das andere Gerät auch ein Einbauvideo bereits fertig erledigt haben. Da hat er sich allerdings noch X902 genannt. Also wenn, dann müsst ihr nach dem suchen. Der kann dann auch das mit der Zündlogik, dass ich also praktisch diesen Schalter an der Seite gar nicht mehr brauche. Der baut sich auch genauso ein, auch mit dem Abgriff von dem CAN-Bus hier oben. Also praktisch eine neuere Version, aber im alten Kleid. Aber was zum Einbauen benötigt wird, findet ihr alles in dem anderen Video. Und wir checken jetzt mal schnell, ob jetzt hier DAB und UKW-Empfang und so weiter alles da ist. Wir haben hier UKW läuft wunderbar, alle Sender sind da. Wir können jetzt auf DAB umschalten. Wir können mal schauen, findet er was? Bombe, hier ist, ja, hier ist alles da. Wir haben einen USB-Anschluss, den wir noch prüfen müssen. Da habe ich hier mein Handy. Den schließen wir mal schnell an, schmeißen wir es daher. Und schauen, da ist jetzt schon das Apple CarPlay-Zeichen gekommen. Bam, Apple CarPlay, also mein USB-Anschluss geht auch und damit kommt jetzt der große Endmoment. Wir machen jetzt die Folie weg, die Schutzfolie. Und die können wir getrost jetzt hier rausziehen überall. So, vorsichtig und tschack. So schaut das gute Stück aus, wenn es fertig eingebaut ist. Und naja, da bin ich jetzt mal ein Ego, das zeigt jetzt zu mir als Fahrer her. Und ich zeige euch jetzt mal, was das Gerät sonst noch kann, zumindest mal im Überflug. Aber jetzt zu euch. Wir haben in unserer Menüstruktur, können wir natürlich jetzt alles Mögliche auswählen. Wir schalten hier direkt um auf DAB oder wir können uns jetzt alles mögliche andere anwählen. Wir können natürlich UKW, haben wir schon besprochen. Wir haben einen AUX-Anschluss mit dabei, um manuell die ganzen Songs über irgendwelche anderen Audiogeräte wiederzugeben. Bluetooth-Audio, also auch Musik hören per Bluetooth oder Telefonie. Und Telefon haben wir natürlich hier unten mit draufgelegt. Und wir haben natürlich eine Navigation mit dabei und da haben wir eine extra Taste auch dafür. Also die integrierte Navigation, die lässt sich jetzt auch mit einem Fingerspreizer, wie ihr es vom Handy kennt, super cool bedienen und könnt ihr euch mal hier in die Gegend rumsausen lassen. Das ist auch jetzt neu beim X903, was auch für das nicht schwenkbare Gerät zählt. Fingerspreizfunktion bei Navigation. Über unseren USB-Anschluss habe ich natürlich Zugriff auf mein Handy, auf Apple CarPlay. Das gleiche gilt natürlich auch für Android-Geräte mit Android Auto, da funktioniert das genauso. Und am USB kann ich natürlich auch sämtliche Massenspeicher dran anschließen, wie ich lustig bin. Ansonsten haben wir in unseren Einstellungen, jetzt kommen wir mal zum Sound, da haben wir natürlich volle Latte, also wir können hier an diesem Gerät wirklich alles anschließen. Wir haben einen separaten Subwoofer-Ausgang, wenn ich einen Aktiv-Subwoofer oder einen anderen Subwoofer mit Endstufe anschließen möchte. Ich habe hier digitale Frequenzweichen, ich habe Laufzeitkorrektur mit drin, man kann das alles einstellen, wer sich daran traut. Ansonsten kann man das auch einfach getrost missachten, weil das Gerät klingt natürlich auch in der Grundausstattung und so in der Grundauslieferung schon sehr geil. In der Kfz-Info könnt ihr bei Kfz-Einstellungen das Interface, was mir praktisch hier hinten drin ist, das CAN-Bus-Interface, anders konfigurieren. Ihr könnt jetzt praktisch sagen, mein Radio soll ausgehen, wenn ich den Schlüssel umdrehe oder erst, wenn ich die Türe öffne.
Also das kann ich mir wählen. Ich kann genauso auch sagen, wenn ich mein Fahrzeug verlasse oder den Schlüssel rumdrehe, soll das Radio erst nach 2 Minuten, 3 Minuten, 5 Minuten bis zu 30 Minuten kann ich es verzögern. Erst dann soll das Radio ausschalten. Kann sich also jeder machen, wie er möchte. Und bei der Rückwärtsgang-Logik ist es so, dass wenn ich eine Rückfahrkamera angeschlossen habe, dass das Bild erst verzögert zurückschaltet. Also auch wenn ich bereits schon vorwärts fahre, erst bei einer gewissen Geschwindigkeit das Bild wieder verschwindet und entsprechend anders natürlich, dass ich sage, nee, es soll sofort umschalten. All das kann ich mit einstellen. Wir können jetzt natürlich auch die Beleuchtungsfarbe entsprechend anpassen auf orange gedimmt oder normal. Wir können gelb, und jetzt haben wir nochmal einen, oder gelb gedimmt machen. Wir haben also verschiedene Farben und das bezieht sich auf diese Ambiente-Beleuchtung hier unten drin und natürlich die Tastenfarben hier an der Seite dran. Beim Ducato in der Regel alles orange. Jetzt zeigt es uns auch bei DAB das Cover an und wenn wir jetzt sagen, naja, jetzt möchte ich mal ein bisschen was abspeichern, jetzt nehmen wir uns irgendeinen so einen Lieblingssender her, ich nehme jetzt mal Antenne Bayern und jetzt gehe ich auf die Tastenkombination und speichere den einfach ab. Damit ist der jetzt hier auch abgelegt und wenn mir die Ansicht so nicht passt, dann mache ich ja die Speicher wieder weg. Kann ich mir jederzeit wiederholen. Wenn ich Radio höre und nebenbei eine Navigation laufen lasse, kann ich natürlich auch Splitscreen machen und sagen, hey, zeig mir doch immer die wichtigsten Informationen von meinem Radio an, aber bitte auch meine Navigation mit anzeigen, damit ich immer gleich Zugriff drauf habe, was so nebenbei alles passiert. Wir haben jetzt nochmal einen USB-Stick angeschlossen mit verschiedenen Ordner. Und die Ordner, die werden mir dann so angezeigt. Und dann kann ich natürlich da hinten in den Ordner reinspringen. Mit dem Pfeil, mit dem dick hinterlegten, kann ich direkt dieses Ding auswählen. Ich kann aber auch in diesen Ordner weiter rein mit dem kleinen Pfeil und kann mir das jetzt zum Beispiel auswählen. So, super, das war's schon. Was erwähnenswert ist, sind auch die Favoriten, die man hier verwalten kann. Immer wenn so ein Stern auftaucht, kann ich auch sagen, tu mir doch bitte dieses Element, also in dem Fall ist es jetzt mein USB-Stick, hinterlegen und wenn ich die Soundtaste lang drücke, dann kann ich meine Favoriten verwalten. Und da habe ich jetzt zum Beispiel mein USB-Audio mit dazu gemacht. Das heißt, wenn ich wieder rausgehe und gehe zum Beispiel in mein Menü und sage, als Favorit möchte ich bitte zum Beispiel auch, ja, nehmen wir einfach DAB, weil dann habe ich vielleicht mit einem schnellen Zugriff das Ganze schon drauf. Jetzt wähle ich hier das Ganze an und jetzt kann ich wieder in die Favoriten reingehen und sagen, okay, hier schalte ich direkt auf DAB um und zwar auf den Sender, den ich auch so abgespeichert habe. Und das kann ich natürlich auch mit diesen ganzen Funktionen wie hier Tankstelle, Points of Interest, meine eigene Geheimadresse, andere Radiosender kann ich mir gleich hinterlegen, damit ich schnell Zugriff drauf habe und gar nicht separat irgendwas auswählen muss. Das kann ich alles mit Favoriten machen. Meine Favoriten, die kann ich auch bearbeiten und sagen, nee, also ein USB will ich jetzt gar nicht mehr, das will ich da weggelöscht haben und speichere mir das Ganze ab. Und schon habe ich meine Favoriten wieder aktualisiert. Das kann ich sogar über 2 Seiten hinweg machen. Also wenn das Ganze voll ist und ich habe noch mehr Favoriten, dann habe ich auch 2 oder 3 oder 4 Seiten. Zündung aus, kennen wir ja, jetzt geht das Radio natürlich aus. Und was das Gerät jetzt als Besonderheit noch dran hat, ich habe euch ganz am Anfang gesagt, den Schalter hier an der Seite, um die Zündlogik zu übergehen, haben wir ja stillgelegt. Unser neues X903 kann das jetzt mit 3 Sekunden auf die Menütaste draufklicken, geht das manuell an, also völlig ohne Zündung, sondern es geht jetzt so an und kann natürlich auch mit der Fernbedienung aus- und eingeschaltet werden. Und wenn es jetzt nur ausgeschaltet wird über die Fernbedienung, dann haben wir hier auch nur einen maximalen Stromverbrauch von ca. 20 mA. Ist also für jeden, der eine halbwegs vernünftige Batterie hat, problemlos zu handeln. Und damit haben wir auch das ganze Problem schon gelöst, ob das jetzt fährt oder nicht fährt, das Auto. Ich kann hier jederzeit Zugriff drauf nehmen und sagen, ich stelle es halt schnell ein, wie ich es brauche. Was das Gerät ja jetzt richtig ausmacht, ist ja die Beweglichkeit vom Beifahrer zum Fahrer zu schwenken und man merkt es von der Qualität, was sich da jemand einfallen lassen hat und wie massiv das da unten drin eingebaut ist. Das geht so geil, das ist präzise, es ist fest, da wackelt nichts, da scheppert nichts, das ist mega. Leute, und jetzt frage ich euch, das Gerät ist nämlich auch eine Weiterentwicklung von dem Vorgängermodell. Das sind ganz viele Ideen, die ihr an Alpine weitergeben habt oder an uns, umgesetzt worden, wie ein Drehregler oder eben diese Schwenkbar-Einrichtung.
Was habt ihr noch für Ideen? Was muss dieses Gerät hier im Ducato können, was es aktuell vielleicht noch nicht kann? Was wünscht ihr euch? Ich wünsche mir, für alle, die jetzt mitgekriegt haben, wie man das mit dem USB-Schacht, hey, wir haben doch hier eine ganz große Fläche. Warum baut man hier nicht gleich einen USB-Schacht mit ein, den man nutzen kann oder vielleicht auch lahmlegen kann? Wäre schon mal eine Idee von mir. Ansonsten, wenn ihr Ideen habt, haut es unten in die Kommentare rein. Wir lesen das und geben das natürlich an die Entwicklung weiter, damit auch jeder was davon habt. Haptik ist super und haben ist auch cool. Also, das heißt, wir ergänzen jetzt das Gerät noch mit einer Rückfahrkamera. Dafür haben wir jetzt noch mal einen Teil für euch gemacht. Und zeigen euch, wie cool es ist und wie schnell vor allem die Rückfahrkamera eingebaut wird. So, ansonsten war das jetzt vielleicht schon ein bisschen umfangreich, das Video, und es ist auch ein bisschen filigran, das alles zusammenzubauen. Aber mit unserem Video sollten wir euch doch die Angst jetzt genommen haben, weil es ist wirklich tatsächlich nichts dabei, was ich euch daheim nicht zutrauen würde, das selbst zu machen, um das Gerät so einzubauen und einen mega geilen Urlaub zu genießen mit einem super Multimedia-Gerät.